Heute zeige ich euch, wie ihr diese coole Jeansjacke selber nähen könnt. Das Schnittmuster für 2 verschiedene Längen findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr diese coole, locker sitzende Jeansjacke nähen könnt. Ich persönlich liebe Jeansjacken. Sie sind absolute Allrounder. Man kann sie zu allem tragen, egal ob zu einer anderen Jeans in der gleichen Farbe oder in einem anderen Ton. Röcken mit Blumenmustern, über Kleider, Sommerkleider, Strickkleider. Jeansjacken gehen einfach immer. Wir haben dieses Schnittmuster kreiert, denn wir wollten eine Jeansjacke schaffen, die super cool und locker sitzt und gleichzeitig auch gar nicht schwer zu nähen ist. Und wir glauben, das haben wir geschafft. Für die Jeansjacke müsst ihr nur ganz wenig Näherfahrung mitbringen. Es wäre toll, wenn ihr ein paar gerade Nähte schon zaubern könnt, denn die vielen Absteppungen wären natürlich besonders schön, wenn sie relativ gerade sind. Aber ansonsten braucht ihr gar nicht viel vorher zu wissen, denn ich zeige euch hier alles, jeden Schritt, den ihr braucht. Macht einfach direkt mit, pausiert zwischendrin, wiederholt alles so oft ihr möchtet, guckt es euch nochmal genau an und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Das Schnittmuster könnt ihr euch ganz einfach als PDF runterladen, ausdrucken und zu Hause zusammenkleben. Dann kann es quasi direkt losgehen, wenn ihr den Stoff da habt. Oder ihr lasst es euch als Papierschnittmuster nach Hause schicken. Wenn euch der Jeansstoff zum Beispiel aber auch super gut gefällt, den wir hier verarbeiten, dann könnt ihr euch auch das DIY-Set bestellen und ihr bekommt einfach alles zugeschickt nach Hause, was ihr braucht, in der richtigen Menge und in super guter Qualität. Liked und kommentiert doch bitte auch dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert unseren Kanal, das wird uns total helfen und ihr könnt dann keinen Teil unserer neuen Schnittmuster-Kollektion mehr verpassen. Also ganz viel Spaß! Gut, dann legen wir mal unseren Jeansstoff vor uns hin. Ich habe ihn jetzt einmal im Bruch gelegt. Guckt bitte dazu auf euer Schnittbild. Das sieht bei jeder Größe anders aus. Bei mir liegt jetzt links hier die Bruchkante und rechts die 2 Webkanten aufeinander. Und ich schneide jetzt 2 Lagen gleichzeitig zu. Platziert jetzt bitte eure Schnittteile, die ihr in eurer Größe ausgeschnitten habt, auf dem Stoff, genau wie es auf dem Schnittbild zu sehen ist. Manche Teile werden also genau hier in den Bruch gelegt, andere nicht. Und steckt dann alle eure Schnittteile im Fadenlauf auf den Stoff. Dann können wir jetzt alle Schnittteile zuschneiden. Wir schneiden genau entlang der Kanten der Schnittteile, schneiden jetzt eben beide Lagen auf einmal zu. Alle Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten. Wenn alle Teile zugeschnitten sind, dann müssen wir uns noch die Knipse markieren. Das sind die kleinen Querzeichen im 90-Grad-Winkel zu der Kante des Schnitts. Und diese kleinen Zeichen schneiden wir so 2 bis 3 Millimeter weit mit unserer Scherenspitze ein. Die dienen uns später als Orientierungspunkte beim Nähen. Guckt jetzt bitte also einmal bei allen euren Schnittteilen, wo es diese Knipse gibt und markiert sie mit eurer Scherenspitze. Einlage haben wir auch für bestimmte Teile zugeschnitten und die brauchen wir als nächstes. Die dazugehörigen Schnittteile aus Stoff legen wir jetzt so vor uns hin, dass die linke Seite oben ist. Das ist die hellere hier bei meinem Jeansstoff. Und die Einlageseite, die sich rauer anfühlt, die hat so kleine Klebepunkte, die legen wir jetzt auf die linke Seite des Stoffs. Oben liegt jetzt die weiche Seite der Einlage. Dann nehmen wir unser Bügeleisen dazu. Das ist so auf eine Stufe 2 gestellt und bügeln einmal über die gesamte Einlage, sodass wir auf jeder Stelle ungefähr 10 Sekunden stehen bleiben. Wenn wir die ganzflächig beklebten Teile alle fertig haben, dann machen wir noch die partiell beklebten, wie zum Beispiel hier. Das ist das obere Vorderteil und hier möchte ich nur den Bereich der Knopfleiste mit Einlage bekleben. Dazu lege ich mir hier so einen Streifen vorgefertigten Einlagestreifen an oder einfach einen darauf zugeschnittenen Teil von der Einlage, die wir zuvor benutzt haben und werde jetzt eben auch noch alle Teile bekleben, die nur teilbeklebt sind. Dann bereiten wir einmal unsere Nähmaschine vor und fädeln einen Ober- und Unterfaden ein. Anschließend geht es dann ans Versäubern. Das könnt ihr entweder mit einem Zickzackstich machen, mit eurer Nähmaschine. Ich nutze da eine Breite von 4 und eine Stichlänge von 1,6. Oder ihr nutzt natürlich auch super gerne eure Overlock. Ich zeige euch das jetzt einmal mit dem Zickzackstich. Ihr fangt ganz am Anfang einer Strecke an, senkt den Nähfuß, näht im Zickzackstich an der Kante entlang, sodass die Nadel rechts immer genau knapp in den Stoff noch sticht und arbeitet euch so zur nächsten Kante vor.
Die Naht und die Kante sehen dann so aus und es kann hier nichts mehr ausfransen. Macht das bitte jetzt einmal mit allen euren Kanten. Ab jetzt nähen wir mit einem Geradstich und einer Stichlänge von 2,5. Als erstes nähen wir dann die Klappe für unsere aufgesetzte Tasche vorne. Dafür brauchen wir 2 Teile, die legen wir rechts aufeinander und ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst die obere Kante komplett offen und steckt euch nur diese unteren und seitlichen Kanten. Dann könnt ihr nämlich die offene Kante mit einfassen in die Naht zwischen Vorderteil und oberem Vorderteil. Oder aber ihr verstürzt sie mit, lasst euch dann nur ein kleines Stückchen offen, dreht das Ganze um und setzt sie später auf. So zeige ich das heute, erwähne aber auch, wie ihr die andere Möglichkeit nutzen könnt. Ich nähe jetzt hier einmal komplett rum, aber ihr könnt auch oben komplett offen lassen. Die gewählte Strecke wird dann also geschlossen. Ich fange hier an der oberen Kante an, verriegel dort, nähe bis 1 cm vor die Ecke, denn die Nahtzugabe beträgt hier 1 cm. Und immer in den Ecken lasse ich meine Nadel stecken, hebe dann meinen Nähfuß, drehe dann hier meine Klappe in die nächste Richtung und mache genauso weiter. Nächste Kante heißt, ich lasse die Nadel wieder stecken, hebe den Nähfuß, drehe das Ganze und nähe wieder weiter. So wie hier wieder. Immer beträgt der Abstand nach außen 1 cm. Entweder ihr endet dann hier und verriegelt oder ihr näht noch hier um die Ecke herum wie ich. Verriegelt dann dort und habt jetzt oben noch so eine Strecke von ungefähr 8 cm offen. So sieht das Ganze dann aus. Diese Öffnung oben brauchen wir jetzt, um es zu verstürzen und zu wenden. Oder ihr habt die Strecke komplett offen. Jetzt kürzen wir die Ecken und zwar alle diagonal, sodass wir die Nahtzugaben da komplett wegschneiden. Aber wir schneiden nicht bis in die Naht, sondern einfach nur hier einmal diagonal die Nahtzugabe ab. Dann lässt es sich besser drehen gleich und wir bekommen auch eine schönere Ecke heraus. Wenn ihr die Naht oben weggelassen habt und die Kante dort noch komplett offen ist, dann müsst ihr die Ecke dort nicht abschneiden. So oder so werden wir jetzt die Klappe aber einmal komplett wenden und dabei darauf achten, dass die Ecken komplett nach außen gestülpt sind. Ich gehe zum Beispiel mit meinen Fingern immer zwischen die Nahtzugaben, kann mir aber gleich auch noch eine etwas stumpfere Schere dazu nehmen oder einen Stift, um die Ecken nochmal so richtig auszuarbeiten. Dann bügele ich die Klappe einmal komplett platt. Wenn ihr die Strecke oben nicht geschlossen habt, dann könnt ihr die Nahtzugaben einfach so offen nach außen lassen. Wenn ihr die Ecken aber oben gefertigt habt, dann müsst ihr jetzt die Nahtzugaben jeweils um 1 cm einklappen, so wie ich es hier mache, und auch hier einmal drüber bügeln. Jetzt steppen wir nämlich von der rechten Seite einmal darüber und entweder ihr lasst die obere Kante jetzt weg, wenn die noch offen ist, oder wir gehen einmal ringsherum mit unserer Naht. Wir steppen jetzt knappkantig von der Kante entfernt. Das sind wirklich nur so 1-2 mm. Gehen mit den Ecken genauso vor wie zuvor, also lassen unsere Nadel immer stecken und heben unseren Nähfuß, um in die nächste Richtung zu gelangen. Wir nähen jetzt einmal komplett drumherum, bis ich wieder da angekommen bin, wo ich angefangen habe, wenn ich meine Klappe komplett verstürzt habe. Wenn ihr die obere Seite aber offen habt, dann könnt ihr dort auch komplett auf diese Naht verzichten und einfach seitlich anfangen und auch auf der anderen Seite dann aufhören. Ich werde die jetzt aber oben komplett schließen, denn ich setze diese Klappe ja auf und fasse sie nicht in die Naht mit ein. Jetzt noch einmal verriegeln. Als nächstes werden wir dann noch eine zweite Naht fertigen und die soll genau parallel zu der gerade verlaufen. Dafür lege ich jetzt mein Füßchen einfach mit der Kante rechts an die Kante meiner Klappe an, sodass jetzt zwischen den Nähten ungefähr ein Abstand von 0,5 cm ist. Und auch hier gehe ich einmal komplett herum. Es sei denn, eure obere Kante ist offen, dann könnt ihr auch oben an der Kante auf diese Naht verzichten.
Dann bereiten wir den Taschenbeutel dazu vor. An der oberen Kante, an den Knipsen, können wir einmal genau dieses Maß nach innen umschlagen, wie es an den Knipsen zu erkennen ist, und einmal darüber bügeln. Diese umgeschlagene Kante werden wir dann doppelt absteppen. Einmal knapp neben der offenen Kante, die versäubert wurde, und noch einmal 0,5 cm davon entfernt. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Und so werden wir die zukünftigen Nähte, die ich immer doppelt abgesteppt ansage, alle fertigen. Dann können wir die 3 nächsten Kanten von unserer Tasche um 1 cm zur linken Seite umbügeln. Und den setzen wir dann gleich auf unser Vorderteil. Dann nehmen wir uns unsere Vorderteile, die sind ja jetzt beklebt, genauso wie die oberen Vorderteile, und möchten die zusammennähen. Dazu legen wir das obere Vorderteil rechts auf das untere Vorderteil, klappen das also einmal über und stecken diese Seite zusammen. Wenn ihr die Klappe mit der offenen oberen Kante gefertigt habt, dann wird die jetzt genau zwischen diese beiden Lagen gesteckt. Und zwar so, dass die offenen Kanten alle aneinander reihen und ihr sie genau dort bei den Knipsen im Schnitt positioniert. Und dann wird sie in einer Naht gleich hier mit eingenäht. Diese Strecke werden wir jetzt nähen. Wir fangen ganz am Anfang an hier an der Kante, nähen in einem Abstand von 1 cm und verriegeln dann ganz am Ende. Genau diese Schritte, die wir jetzt gerade gemacht haben, werden wir natürlich auch genauso bei dem... Dann werden wir die Nahtzugabe einmal bügeln, anschließend unser oberes Vorderteil nach oben klappen. Die Nahtzugabe zeigt jetzt immer noch nach oben. Und wir bügeln von der rechten Seite so über die Naht, dass die Nahtzugabe schön nach oben gebügelt wird und unsere beiden Lagen hier ganz glatt aneinander liegen. Jetzt werden wir einmal knapp oben neben der Naht auf unserem oberen Vorderteil steppen und dann noch einmal doppelt daneben. Als erstes nähe ich jetzt also 1-2 mm rechts, also Richtung oberem Vorderteil von meiner Naht. Einmal komplett rüber, möglichst gerade, und danach lege ich noch einmal das gleiche Teil so an, dass die linke Seite jetzt von meinem Füßchen an der Naht entlang geführt wird. Dann können wir uns jetzt unseren Beutel nehmen. Ich habe mir hier meine Position von dem Beutel einmal markiert mit 2 Stecknadeln und dort lege ich ihn jetzt an. Ich stecke ihn dann auf allen 3 Seiten, die ich zuvor umgebügelt habe, fest und nähe dann gleich dort einmal knappkantig die Tasche auf. Solltet ihr die Klappe jetzt schon mit eingefasst haben, dann könnt ihr die dabei jetzt einmal nach oben klappen und den Taschenbeutel natürlich darunter platzieren. Und wenn ihr die Klappe noch nicht eingefasst habt, dann legt ihr die einmal auf den oberen Teil des Vorderteils, so dass die Nähte, die wir dort haben, genau fortgeführt werden. Und dort stecken wir sie fest und steppen dann gleich auf den gleichen Nähten noch einmal, um die Klappe zu befestigen. Wenn ihr sie schon mit eingefasst habt in die Naht, dann könnt ihr euch diese Absteppung natürlich sparen und nur den Beutel darunter aufnähen. Ich nähe jetzt knappkantig hier meine 3 Seiten an. Und dann nähe ich noch ein zweites Mal parallel dazu. Jetzt folgt noch die Naht für diejenigen, die die Klappe aufsetzen. Ich fange hier am äußeren Rand der Klappe an, nähe jetzt als erstes auf der einen Naht, die dort ist, ganz bis zum Ende und lege mir hier meine Klappe so an, dass sie meinen Beutel genau verdeckt und die Naht hier am Ende auch wieder bei der Naht, die darunter zu sehen ist, ankommt. So, dann fertigen wir jetzt einmal unsere vordere Leiste und dafür klappen wir als erstes den äußeren Zentimeter nach innen um und bügeln darüber und anschließend genau auf der Höhe unseres Knips
bügeln wir dann diese breitere Seite um und bügeln auch dort hinüber. Die Knopfleiste können wir uns dann genau dort feststecken, an dieser umgeschlagenen 1 cm Kante. Wir nähen dann ebenfalls hier knappkantig einmal drüber. Das Ganze passiert natürlich auf beiden Seiten. Ich beginne ganz oben und verriegele auch dort, nähe dann eben in einem Abstand von 1 bis 2 mm von der umgeschlagenen Kante hier links entfernt, möglichst gerade rüber, denn auch diese Naht sieht man außen. Und anschließend werde ich hier auch wieder eine zweite parallele Naht fertigen. Als nächstes fertigen wir die Rückteile und bringen sie zusammen, also das Rückteil in der Mitte und die seitlichen Rückteile, die legen wir daneben und stecken sie dann nacheinander rechts auf das mittlere Rückteil. Guckt, dass ihr die richtig anlegt, die werden nach oben hin breiter, die Teile. So, und dann sind das diese Strecken, die wir jetzt als nächstes nähen, in einem Abstand von 1 cm. Wenn beide Nähte geschlossen sind, dann ist das Rückteil jetzt unten schon mal komplett und wir bügeln die Nahtzugaben. Und zwar in Richtung der Mitte. Die werden also beide in Richtung der Mitte gebügelt. Und hier werden wir jetzt drüber nähen, auf dem mittleren Teil zweimal. Die erste Naht ist jetzt dort, wo die Nahtzugaben umgebügelt liegen, also auf dem mittleren Rückteil, knapp neben der Naht gerade und dann noch einmal parallel dazu. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Wir arbeiten auch auf dem mittleren Rückteil. So sieht das dann auch hier wieder aus. Von der linken Seite jetzt einmal gesehen, hier das seitliche Rückteil. Da sieht man, dass ich genau auf der Nahtzugabe genäht habe und das ist richtig so. Dann bringen wir noch die Passe an. Die können wir auch wieder rechts auf die hier obere offene Kante legen. Die Strecke stecken wir dann auch wieder mit Stecknadeln zusammen, das passt genau. Und dann wird das hier einmal unsere nächste Naht. Die Nahtzugabe ist hier auch wieder 1 cm. Wir nähen von ganz am Anfang und verriegeln bis ganz ans Ende dieser Strecke. Einmal wird dann über die Nahtzugabe gebügelt, anschließend klappen wir die Passe dann nach oben, bügeln noch einmal über die Naht und dabei die Nahtzugabe nach oben in die Passe. Und hier nehmen wir jetzt wieder eine doppelte parallele Naht drüber, von der rechten Seite aus. Achtet beim Nähen auch nochmal darauf, dass kein Stoff hier in der Naht verschluckt bleibt und zieht gerne die Lagen beim Nähen nochmal so ein bisschen auseinander, sodass die wirklich ganz glatt liegen. Dann ist es Zeit für weitere Taschen, aber Achtung, nur wenn ihr die lange Variante der Jeansjacke näht, dann braucht ihr diese Taschenbeutel. Ich nehme jetzt als erstes die vom Vorderteil, lege ihn so an, dass er quasi nach unten verläuft, der Beutel, drehe ihn dann einmal rechts auf rechts und schließe hier die kurze Strecke. Genauso mache ich das auch noch bei meinem anderen Vorderteil und bei meinen Rückteilen. Genau zwischen den Knipsen stecke ich also diesen Beutel und nähe ihn dann gleich einmal in einem Abstand von 1 cm zur Kante fest. Ich nähe jetzt also nacheinander alle 4 Beutel an mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Die Nahtzugabe bügele ich erst platt, dann schlage ich einmal meinen Beutel zur Seite und gehe dann mit dem Bügeleisen noch einmal vom Vorderteil darüber und die Nahtzugaben werden jetzt sozusagen in den Beutel gebügelt. Um den dort auch festzumachen, steppen wir jetzt noch einmal knappkantig auf dem Beutel die Nahtzugabe fest.
Wenn alle 4 Beutel angenäht sind, dann lege ich jetzt einmal mein Rückteil mit der rechten Seite nach oben vor mich hin und mein eines Vorderteil darauf, rechts auf rechts. Denn als nächstes schließen wir die Schulternähte. Die stecke ich mir jetzt aufeinander. Und nochmal zur Orientierung, die vordere Kante, die wir schon umgenäht haben, die liegt jetzt auch quasi auf der hinteren Mitte. Und so stecken wir das zusammen und schließen dann einmal gleich diese Nähte. Genauso stecken wir das nämlich auf der anderen Seite auch. Es sind also jetzt 2 Schulternähte und die schließen wir beide in einem Abstand von 1 cm zur Kante. Dann bügeln wir die Naht wieder einmal und zwar in Richtung des Rückteils werden die Nahtzugaben gelegt und dann doppelt abgesteppt. Dann bereiten wir jetzt die Ärmel vor. Die bestehen aus 2 Teilen, die wir einmal nebeneinander legen und dann rechts aufeinander falten. Das kleine Teil liegt dann auf dem großen Teil. Die Strecke stecken wir uns einmal zusammen und nähen sie dann gleich mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammen. Aber Achtung, bitte nur bis zu dem Knips, denn wir müssen den Schlitz noch offen lassen. Also bitte Achtung, Achtung, nur bis zum Schlitz nähen. Die Nahtzugabe bügeln wir dann als erstes einmal platt von der linken Seite. Dann drehen wir uns das Ganze einmal um, klappen hier das Teil auf und legen die Nahtzugaben in Richtung des großen Teils. Und wenn ihr die dann auch einmal auf der Seite abgesteppt habt, wie jetzt hier oben auch bei meinem Ärmel zu sehen, dann können wir ihn annähen und zwar hier in unsere offene Seitennaht vom Vorder- und Rückteil. Dafür lege ich ihn rechts auf rechts genau zwischen die Knipse und achte darauf, dass die Ärmelnaht genau in die Passennaht übergeht. Und da habe ich mir die Nähte dann wirklich einmal ganz fein und genau aufeinander gesteckt. Am besten könnt ihr dafür auch eine Quernadel nutzen, denn die könnt ihr dann gleich einfach beim Nähen drin lassen. Und genäht wird jetzt von hier bis hier, genauso auch auf der anderen Seite. So sollte das Ganze dann aussehen. Nahtzugabe beträgt wieder 1 cm. Dann wird wieder gebügelt. Wir bügeln diesmal die Nahtzugabe in den Ärmel, also hier nach oben. Und kontrolliert doch gerne auch an dieser Stelle noch einmal, ob ihr gut den Verlauf von der Ärmelnaht und der Passennaht getroffen habt. Ansonsten könnt ihr das jetzt auch noch etwas korrigieren. Dann also einmal scharf drüber bügeln und dann in der Ärmelseite wieder doppelt absteppen. Einmal knapp neben der Naht und dann noch einmal 0,5 cm davon entfernt. Dann können wir jetzt den Schlitz einmal vorbereiten. Wir haben ihn ja bisher bis zu der Schlitzmarkierung, also dem Knips, gesteppt. Und die Kanten sind jetzt wahrscheinlich bei euch ja auch schon versäubert. Dann könnt ihr hier die untere Lage einmal den 1 cm nach innen, nach links umklappen und gleich einmal knappkantig absteppen. Und dann die obere Lage einmal doppelt absteppen. Bereitet das jetzt bitte einmal vor. Dafür ist es wichtig, dass ihr einmal in eure Nahtzugabe der unteren Lage einschneidet. Denn die soll ja jetzt zur anderen Seite, als sie bisher liegt, gelegt werden. Das mache ich jetzt schräg in Richtung des Punktes, bis wo ich vorhin für den Schlitz aufgehört habe zu nähen. Dann lässt sich das Ganze umklappen und ich kann diese Lage absteppen. Einmal knapp von der Kante entfernt. Näht einmal genau bis zum Schlitz und verriegelt dann dort. Dann den Faden einmal abschneiden und dann machen wir bei der oberen Seite weiter. Dort steppen wir jetzt in Verlängerung unserer doppelten Naht, also einmal knappkantig von der offenen Kante hier mit dem Umbruch entfernt und dann noch einmal parallel dazu.
Dann sollte das genau so aussehen. Die obere Lage ist doppelt abgesteppt. Ihr seht es hier, die untere nur knappkantig. Und dann können wir gleich einmal weitermachen und zwar mit der Faltenlegung unseres Ärmels. Im Schnitt habt ihr die verschiedenen Knipse, die ihr euch ja vielleicht auch schon als Orientierungspunkte markiert habt. Und da legen wir immer 2 aufeinander, wie es im Schnitt zu sehen ist. Und zwar in Richtung unseres Schlitzes, genau so sollte das jetzt aussehen. Und da stecken wir uns jetzt eine Quernadel und steppen dann gleich einmal darüber mit der Nähmaschine, aber nur in einem Abstand von ungefähr 0,5 cm zur Kante, denn das soll nur eine kleine Sicherungsnaht werden. Also hier parallel vom Saum einmal jetzt drüber nähen. Dann ist es an der Zeit, unsere Ärmelnaht und gleichzeitig auch Seitennaht und Taschenbeutel zu schließen. Dafür legen wir uns einmal als erstes hier unsere Nähte von dem Ärmel rechts auf rechts, klappen dann einmal unser Vorder- und Rückteil auch zusammen, legen die Taschenbeutel dann genau aufeinander und dann sehen wir schon ziemlich genau die Strecke, die es jetzt zu nähen gilt. Das ist wahrscheinlich die längste hier in dem ganzen Projekt. Wichtig ist, dass ihr hier unter dem Armloch die Naht genau zusammensteckt, dann natürlich der Saum sich genau trifft. Auch hier bei dem unteren und dem oberen Anfang von dem Taschenbeutel genau eine Nadel durch die jeweiligen Nähte stecht, sodass diese genau aufeinander liegen. Dann nähen wir hier einmal komplett rum bis hier, bis zur Ecke und dann hinunter bis zum Ärmelsaum. Das gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite der Jacke nochmal genauso. Wir haben hier wieder eine Nahtzugabe von 1 cm und fangen ganz unten an und verriegeln dort auch. Ich nähe jetzt die Seite meiner Jacke, in der ich von meinem Armloch aus anfange, Richtung des tiefsten Punktes von unserem Armloch. Dort fertige ich eine Ecke und lasse meine Nadel genau in der Naht, die da schon ist, stecken. Hebe dann meinen Nähfuß in die nächste Richtung und habe da jetzt nur die kleine Seitennaht hier zu schließen, bis dann auch schon der Taschenbeutel anfängt. Wenn ihr die kurze Variante der Jeansjacke genäht habt, dann geht es jetzt einfach runter bis zum Saum. Ansonsten aber einmal hier wieder in der Naht, die da schon ist, stecken bleiben, 1 cm unterhalb des Anfangs von eurem Taschenbeutel. Füßchen heben und in die nächste Richtung, dann wieder das Füßchen senken und eine schöne Rundung hier nähen für den Taschenbeutel, einmal komplett entlang. Dann kommen wir auf die nächste Ecke zu und möchten auch hier wieder 1 cm oberhalb diesmal des Taschenbeutels genau in der Naht enden, da die Nadel stecken lassen, das Ganze in die nächste Richtung drehen und dann noch einmal runter bis zum Saum nähen. Dann wäre das schon mal vollbracht und macht das jetzt bitte noch genauso auf der anderen Seite. Dann geht es an den Kragen. Wir können jetzt beide Kragenteile einmal rechts aufeinander legen und die kurzen Seiten und die obere, das ist die längste Seite, aufeinander stecken. Und hier nähen wir jetzt lang. Am Anfang und Ende der Naht lassen wir aber 1 cm frei, denn die Nahtzugabe brauchen wir später noch. Also erst hier anlegen, dann dort verriegeln, bis zur Ecke nähen, dort die Nadel wieder stecken lassen, das ganze Teil wenden und ganz bis zum Ende nähen, nach noch der zweiten Ecke. Hier bleibt auch der letzte Zentimeter offen. So sieht das dann genau aus. Hier ist offen und davor genau verriegelt. Dann werden wir den Kragen gleich wenden. Dafür nehmen wir uns einmal unsere Schere und schneiden auch hier wieder diagonal die Ecken der Nahtzugaben ab. Knapp neben der Naht, die wir gerade genäht haben. Und das machen wir an beiden Ecken. Anschließend können wir dann den Kragen einmal umdrehen und auch die Ecken schön ausformen. Dann bügeln wir von rechts über die Nähte. Wir schauen dabei, dass kein Stoff in der Naht versteckt bleibt und alles schön nach außen gekehrt ist, sodass genau an so einer Bruchkante die Naht liegt und bügeln dann einmal darüber, sodass der Kragen dann ganz platt ist.
Dann bringen wir den Kragen an. Dazu ist es einmal wichtig, dass wir an der vorderen Kante hier einen Schnitt setzen. Und zwar genau in Richtung des Knipses, der auch die Mitte von dieser Leiste markiert. Dahin schneiden wir diagonal ein, kommend von der Schulternaht bei beiden Seiten. Denn nur bis dahin wird der Kragen gleich angesetzt. Diese kleine Strecke bis zur vorderen Kante, die umgeschlagen ist, die Nahtzugabe können wir schon mal nach innen legen. Und ab dort oben geht die dann ja schräg ab und die benötigen wir gleich. Ich stecke mir jetzt hier einmal die eingeschlagene Nahtzugabe fest und nähe dann gleich bis hier. Dann wird der Kragen auch schon angesetzt. Wir legen ihn jetzt so hin, dass die Seite mit der Einlage unten liegt und rechts auf rechts die eine Kragenseite auf unserer Jacke liegt. Und wir stecken jetzt auch nur die Seite mit der Einlage auf die lange Strecke des Halslochs. Also ich stecke jetzt einmal genau die vordere Kante von den Kragenseiten auf diese überstehende, schräg eingeschrittene Nahtzugabe. Auch auf der anderen Seite schneide ich sie mir wieder ein. Klappe auch dort wieder den vorderen Teil nach innen gleich und lege hier bis zu dem eingeschnittenen Stück meinen Kragen an und stecke ihn dort fest. Auch hier stecke ich wieder nur die untere Lage fest. Die jetzt oben liegt, nähen wir später an. Die Nahtzugabe hier schlage ich auch wieder nach innen ein und stecke sie mir dann mit einer Stecknadel einmal fest. Dann muss ich nur noch die restliche Strecke zwischen diesen schon festgesteckten Punkten feststecken. Die hintere Mitte des Kragens soll natürlich genau auf die hintere Mitte der Jacke passen und die restlichen Strecken dazwischen teilen wir dann einfach auf. Und dann nähe ich diese Kragenseite einmal mit einer Nahtzugabe von 1 cm an. Das ist jetzt die äußere Seite des Kragens an der Jacke. Anschließend folgt dann noch die innere. Schaut jetzt also, dass ihr die andere Seite vom Kragen, die ihr jetzt noch nicht annähen möchtet, einmal wegklappt und nur hier bei der Nahtzugabe, wo sie startet, anfangt und auch dort genau Kragen und Jacke aufeinander liegen habt. Dort wird dann verriegelt und einmal bis zur anderen Seite genäht. Auch hier am Ende ist es wichtig, dass die schräge Kante der Jacke genau mit der umgefalteten Kante des Kragens abschließt. Dann bügeln wir jetzt einmal von rechts über die Nahtzugabe und klappen sie dabei in den Kragen, also nach oben. Schaut bitte, dass ihr dabei sonst keine Falten in den Stoff bügelt. Jetzt geht es um die innere Seite. Die klappen wir jetzt um 1 cm Nahtzugabe an der offenen Kante ein und legen diese umgefaltete Kante dann genau über die Naht, die man da jetzt sieht. Fangen hier bei der einen Seite an, klappen also 1 cm ein, legen sie genau über die Naht und stecken die umgeklappte Kante einmal dort fest. Das könnt ihr gerne mit Quernadeln machen. Die können wir dann beim Nähen auch stecken lassen. Wichtig ist, dass die umgefaltete Kante des Kragens diese Naht komplett verdeckt, denn die möchten wir gleich, wenn wir von der rechten Seite aus nähen, unbedingt erwischen. Steckt euch jetzt bitte einmal die gesamte Strecke fest genau auf der Naht.
Und dann nähen wir einmal hier rüber, aber von der rechten Seite aus. Genau von hier, knapp neben der Naht. Genäht wird jetzt also von rechts und genau 1-2 mm neben der Naht auf dem Kragen. So erwischen wir nämlich jetzt von unten auch die Lage, die wir festgesteckt haben. Und ihr seht, ich lasse meine Nadeln einfach in dem Stoff stecken. Ihr könnt aber auch die Naht natürlich heften mit etwas Heftgarn und einem Heftstich. Dann könnt ihr die Nadeln auch entfernen, dann darüber nähen und den Heftstich danach wieder herausziehen. Jetzt können wir noch diese kurze Strecke hier schließen, auch einmal knappkantig links von der Kante, nur das kleine Stück bis hin zu unserer nächsten Naht. Und das machen wir auf der anderen Seite auch noch genauso. Dann steppen wir den Kragen ab. Einmal knappkantig, wir beginnen an der kurzen Seite, verriegeln am Anfang, nähen dann die Ecken wie zuvor, die lange Seite und die andere kurze noch. Und wenn wir ihn knappkantig abgesteppt haben, dann noch gerne einmal parallel daneben, wieder 0,5 cm davon entfernt. Wenn der Kragen vollbracht ist, dann kümmern wir uns um die Manschetten. Die nehmen wir einmal und legen sie rechts aufeinander und dann stecken wir bei beiden Manschetten jeweils eine kurze Seite aufeinander. An den unteren offenen Kanten lassen wir wieder 1 cm Platz und fangen erst nach diesem Zentimeter an zu nähen und zu verriegeln. Und zu der umgeschlagenen Kante nähen wir dann einmal ganz bis ans Ende und verriegeln dort. Dann können wir die Manschetten auch einmal wenden. Ich gehe mit den Fingern zwischen die Nahtzugaben und drehe mir das Ganze einmal um, forme die Ecken schön nach außen und bügele dann anschließend einmal drüber. Die Manschette bringen wir dann an und nehmen uns einmal unseren Ärmel dazu. Der hat ja einen Schlitz, deshalb ist es ganz ähnlich das Annähen, wie wir es eben auch zuvor beim Kragen gemacht haben. Die Seite, die wir eben schon mit einer Ecke versehen haben, die kommt auf die Seite, die oben liegt und die 2 Absteppungen hat. Und da werden wir es wieder so machen, dass wir nur die untere Lage draufstecken. Die Nahtzugabe in der Manschette ist schon eingeklappt. Und die offene Seite der Manschette, die liegt jetzt an der unteren Seite des Schlitzes. Über die Falten, die wir genäht haben, können wir die Manschette einfach draufstecken. Und die restliche Strecke dann einmal verteilen. Und bei der unteren Seite, da steht unsere Manschette ein Stückchen über. Das ist auch richtig so. Wir stecken den Stoff einfach von der Manschette drauf fest und lassen dieses Stückchen, was übersteht, da einfach offen und nähen die beiden überlappenden Stücke aufeinander. Die Nahtzugabe beträgt wieder 1 cm. Dort, wo die Manschette übersteht, müsst ihr erst auch dort anfangen zu nähen, wo die untere Lage ist. Ansonsten am Anfang und am Ende verriegeln und hier bis ganz am Schluss, dort wo der offene Zentimeter von unserer Manschette liegt. Dann müssen wir die noch offene Seite schließen. Die habe ich jetzt rechts auf rechts liegen und steppe sie in einem Abstand von 1 cm ab. Nähe dann hier um die Ecke genau bis zu diesem Punkt, wo unsere Naht eben schon lang lief. Ich fange also oben genau an der Kante an, verriegel dort im Abstand von 1 cm bis zur Ecke 1 cm vor der Kante unten. Fertige dann hier eine Ecke, indem ich die Nadel stecken lasse, lege dann beide Lagen wieder aufeinander und steppe genau bis dorthin, wo ich in die andere Naht treffe. Die Nahtzugabe hier bei der gerade gefertigten Ecke schneiden wir dann einmal diagonal ab. Auch an der oberen Seite. Dann kann ich diese Seite schon einmal wenden und uns diesen kleinen Vorsprung von unserer Manschette einmal umdrehen. Und auch die Ecken forme ich mir einmal komplett aus, gerne wieder mit einem Stift oder einer Schere. Und dann können wir mit der inneren Seite genauso vorgehen, wie wir es zuvor bei dem Kragen gemacht haben. Wir schlagen uns also hier die obere Seite von der Manschette unten um 1 cm um und legen sie dann genau über die Naht, die wir eben genäht haben, stecken sie dann mit Quernadeln fest und nähen dann gleich darüber, von der rechten Seite aus. Wir nähen also einmal genau hier rum, und zwar auf Seiten der Manschette.
beginne auch so 1-2 mm vom Rand, vom kurzen Rand entfernt, nähe dann einmal darüber bis 1-2 mm vor dem Rand dort. Anschließend steppe ich dann auch die kurzen Seiten und die untere Kante einmal knappkantig von der Kante entfernt ab. Nun fertigen wir noch das untere Bündchen der Jacke. Dabei legen wir das wieder rechts auf rechts und schließen aber dieses Mal beide kurzen Kanten. Bei der offenen Kante lassen wir wieder 1 cm Platz, also starten erst hier, nähen dann einmal bis zum Ende, bis zur Kante. Auch das Bündchen hier wird wieder ganz ähnlich angesteckt wie der Kragen. Wir beginnen nämlich an der vorderen Kante und gehen bis zur anderen vorderen Kante, also mit der kompletten Länge, und nähen hier wieder nur die untere Lage an. Die Nahtzugabe ist dabei schon eingeklappt. Wir stecken uns die komplette Seite einfach genau aufeinander, sodass sie schön glatt aufeinander liegt, und nähen dann einmal bis zur anderen Seite rum. Dies wird jetzt eine lange Naht. Die Nahtzugabe beträgt dabei auch wieder 1 cm. Ganz wichtig ist auch, dass am Ende hier beide Lagen wieder miteinander abschließen, also sowohl die umgefaltete Nahtzugabe als auch die schon fertige Kante der Jacke, denn das soll natürlich in einer Linie fortgeführt werden. Wenn ihr dann die Ecken nach außen geholt habt, euch das Ganze umgedreht habt, wieder festgesteckt habt mit der Nahtzugabe, dem Zentimeter, der dann über die Naht von innen ragt, und auch diese ganzen Quernadeln habt oder eure Heftnaht, dann könnt ihr wieder von außen drüber steppen, also von der rechten Seite, knappkantig auf dem Bündchen dieses Mal 1-2 mm von der Naht entfernt. Ich fange ganz am Rand an, nähe dann einmal komplett bis auf die andere Seite. Dann steppen wir noch knappkantig die kurzen Seiten unseres Bündchens ab, nähen unten bis zur Ecke, knapp vor die Kante, wenden unsere Jacke da wieder in die nächste Richtung und nähen auch einmal die komplette lange Seite am unteren Rand noch einmal ab. So, und dann nur noch einmal die zweite kurze Seite, dann wäre das auch vollbracht. Wir können uns den Knopflöchern widmen. Dafür wechsle ich einmal meinen Nähfuß und nutze einen Knopfloch-Nähfuß. Da könnt ihr hinten, wenn euer Nähfuß auch so aussieht, einmal euren Knopf einspannen oder sonst anders einfach die richtige Knopflochgröße festlegen. Ich nutze dann außerdem ein Augenknopfloch. Markiert euch dann bitte eure Knopflochposition. Das ist hier bei mir die äußere Position, genau dort, wo das Auge gestickt wird. Das untere Knopfloch wird dann waagerecht gestickt. Ich platziere mir also jetzt genau meinen markierten Punkt unter meinem Nähfuß und sticke das Knopfloch dann automatisch in der passenden Größe. Schaut bitte bei euch nach, in welcher Einstellung ihr so ein Knopfloch sticken könnt. Das kann sich von Maschine zu Maschine unterscheiden, und stickt dann bitte nach und nach alle eure Knopflöcher. Wenn ihr dann alle Knopflöcher gestickt habt, dann könnt ihr sie einmal aufschneiden, zum Beispiel mit einer feinen Stickschere. Einfach im Inneren des Knopflochs, schneidet da bitte nicht bis in die gestickte Naht des Knopflochs, sondern nur durch den Stoff dazwischen. Soweit, dass euer Knopf dann super hindurch passt. Dann könnt ihr euch auch noch die Position von euren Knöpfen markieren
und euch eure Knöpfe dazu holen. Die bestehen aus 2 Teilen und sollen genau an der vorderen Seite, also genau unter dem Auge der Knopflöcher, die dazu gehören, platziert werden. Um die Position ganz genau zu haben, gehe ich jetzt mal mit einer Stecknadel durch mein Knopfloch, also durch das Auge vorne von oben nach unten, hebe dann die obere Lage ab und habe jetzt die Position ganz genau. Genau dort werde ich jetzt den Knopf anbringen. Den Spitzenteil steckt ihr von unten nach oben mit der Spitze durch den Stoff und dann den großen Knopfteil einfach von oben nach unten darauf. Ihr braucht dazu kein Werkzeug, ihr könnt die Teile einfach aufeinander drücken, wenn ihr die Metalldruckknöpfe benutzt, die wir hier auch benutzen. Bringt jetzt also alle eure Knöpfe noch an und wenn ihr möchtet natürlich auch gerne euer Stoffetikett. Das war jetzt auf jeden Fall einer meiner persönlichen Lieblingsmomente bei diesem Nähprojekt. Lasst es mich doch gerne wissen, was ihr am meisten genossen habt in den Kommentaren. Ich freue mich von euch zu hören. Ja, ein paar Stunden später und wir sind fertig mit der Jeansjacke. Ich hoffe, es hat euch ganz viel Spaß bereitet. Ihr seid motiviert geblieben, weil ihr gesehen habt, wie sich die einzelnen Teile zusammensetzen und wie einfach von so einem flachen Stoff am Ende so eine schöne dreidimensionale Jeansjacke entsteht. Ich liebe diesen Prozess einfach total und das schätze ich einfach am Nähen richtig, richtig dolle. Und ich bin ganz gespannt, was ihr euch als nächstes für ein Projekt aussucht. Teilt auch super gerne eure Resultate unter dem Hashtag Liliana Matthäus on me. Und ja, bis dahin, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.